Die meditative Velotour Teil 2 mit dem Velomobil am Nordufer des Baldeneysees und weiter an der Ruhr entlang nach Kettwig. Wir starten diesmal direkt an der ehemaligen Eisenbahnbrücke Kupferdreh, fahren aber nicht, wie im Teil 1 gezeigt, unter ihr hindurch am Südufer entlang, sondern über die Brücke rüber ans Nordufer des Baldeneysees. Hier fahren wir, soweit es für das Velomobil geeignet ist, am Nordufer entlang, müssen dann in Essen-Werden die Ruhr über die stark befahrene Werdener Brücke überqueren, um danach über Straßen linksseitig der Ruhr zu folgen, bis wir schließlich nach Kettwig gelangen. Hier in Kettwig markiert der Tunnel am Wildbach das Ende dieses zweiten Teils der Velotour. Liegt er doch direkt vor dem steilen Einstieg in die schöne Niederbergbahntrasse des Panoramaradweges, die wir dann im dritten Teil der meditativen Velotour-Reihe kennenlernen. Die Tour geht diesmal also in Essen-Kupferdreh los. Am kulinarischen Bahnhof der Hespertalbahn biegen wir etwas früher nach links auf den Parkplatz ab und überqueren ihn, um ohne Umwege auf die Brücke Kupferdreh zu gelangen. Über die Holzbohlen der ehemaligen Eisenbahnbrücke Kupferdreh zu rollen, ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Geradeaus weiter fahren wir durch das Vogelschutzgebiet Heisinger Bogen. Hier können neben anderen bedrohten Vogelarten Haubentaucher, Reiher und selbst Kormorane ungestört brüten. Und Wasserschildkröten leben hier auch, wie wir aus dem ersten Teil bereits wissen. Anders als bei der Fahrt am Südufer entlang kann man auf dieser Norduferroute den Baldeneysee leider zunächst nicht sehen. Dafür kommen wir dem historischen Förderturm der ehemaligen Zeche Funke 1 recht nahe. Erst wenn wir am Ortsteil Heisingen vorbei sind und der Weg Laufermann-Fähre in die Freiherr-von-Stein-Straße übergeht, wird der Blick links auf den See freigegeben, wenn man an der Gabelung hier den linken Uferweg wählt. Der rechte Fahrweg über die Straße ist bei regem Betrieb zu bevorzugen, um die Spaziergänger nicht zu stören und zügiger voranzukommen. Der Blick auf den See bleibt uns aber von dort in einigen Streckenabschnitten leider hinter Erdwellenbüschen und Bäumen verborgen.
Hier, wo beide Wege wieder aufeinandertreffen, sollte man in jedem Fall den Uferweg wählen, weil der Fahrweg danach sehr schlecht wird und zudem steil ein Stück den Hang hinauf und dann wieder hinunter führt. Der Kanusport ist traditionell am Baldeneysee zu Hause. Hier werden internationale Regatten ausgetragen. Nach ca. 5,8 Kilometer, schon ziemlich am Ende des Baldeneysees und der Regattastrecke, erkennbar an den Tribünen und dem Regattaturm, verlassen wir mit dem Velomobil die Radstrecke und folgen der Straße hinab zur Ruhrbrücke Essen-Werden. Der weitere 1,3 Kilometer lange Verlauf des Radweges von hier bis zur Staumauer ist noch sehr schön. Leider wird am Schluss dem Radfahrer auf seinem Weg von der Staumauer bis zur Werdener Brücke eine üble Blaukopfpflasterpassage zugemutet und er wird danach auf engen Bürgersteigen erst auf und dann über die Brücke geführt, wo er absteigen und über Fußgängerampeln schieben muss. Da sind wir mit dem schnellen Velomobil auf der 2,5 Kilometer langen abschüssigen Straße sehr viel besser, wenn auch weniger romantisch unterwegs. Biegt man an der Werdener Brücke scharf rechts ab, findet man bald schon den rechtsseitigen Ruhrradweg. Der ist sehr schön, aber leider viel zu eng für den Radverkehr und die Oberfläche ist teilweise von durchbrechenden Baumwurzeln zerstört. Am Ende muss man dennoch über eine Ruhrbrücke und findet sich auch hier als Radfahrer auf engen Bürgersteigen schiebend vor Fußgängerampeln wieder. Wir nehmen deshalb für die weiteren 6 Kilometer die relativ ruhige und landschaftlich schöne Laupendaler Landstraße an der Ruhr entlang nach Kettwig. Dort kommen wir auf gutem Asphalt zügig, ohne ab- bzw. aussteigen und schieben zu müssen, voran.
In Kettwig angekommen, fahren wir an der nächsten Ampel links und am danach folgenden Kreisverkehr wieder links der Beschilderung in Richtung Heiligenhaus folgend. Wenige 100 Meter weiter über den Radfahrergefährdungsstreifen dürfen wir links die Einfahrt in den kleinen Weg am Wildbach nicht verpassen. Da ist unsere Zufahrt auf den steilen Einstieg in die schöne Niederbergbahntrasse des langen Panoramaradweges, den wir dann im dritten Teil der meditativen Velotour-Reihe befahren wollen. Wer hat denn sowas für Fahrradfahrer gebaut? Das gibt's ja nicht. Mein Lieber, ne?